Goedemorgen, lieve vrienden, toehoorders, broeder en zusteren. Ik wil het kind van deze morgens alle grüßen en Jezus Christus sie noemen. Mag Gott ons van der ook das Gottesdienst sehen, die wir noch haben, kennen. Vor ich even goed een thema waar we dan nog abstunden te beden, waar passend is. Dankzij Almachtige Vader im Himmel für deine große Liebe, die du zu uns hast. Dankzij dass wir kennen, deine Kinder sind und dass wir können auf dich vertrauen. Und dankzij Herr, dass du uns hast berufen, ein heiliges Leben zu führen, Herr. Sie nu auch mit uns an das Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich will mein Thema von der nennen, ihr sollt heilig sein. Oder von der uns gesagt, wir sollen heilig sein. In der Duto, weil ich von der Einleitung 3 Punkte bechecken, was das beschrieben wird. In die 3 Punkten sind, dass wir sollen eine Wahrheit leben und uns mit Gott sein Wort beschaffen. Zweitens, wir sollen wachen und beten. Und drittens, dass wir sollen uns nicht die Begierden dieser Welt hingeben. Und zum Beispiel, weil ich anfange, weil ich nehmen Gott in seine Kinder. Gott hat uns durch seinen Sinn von der Sünde losgekauft. Er hat uns frei gemacht, dass wir ein reines, heiliges Leben führen. So er hat seinen Sinn nur ihr geschickt und hat uns losgekauft von das. Und wir will haben, dass wir als Christen sollen ein reines Leben führen. Gott hat uns frei gemacht und er verlangt auch, dass wir ein reines Leben führen. Ja, und hier glaube ich, habe vielleicht auch ein gutes Beispiel von nehmen, von einem Führer in seinen Sinn, oder seine Kinder. Der Führer hat alles durchgegeben, dass die Kinder rein leben. Und was tun wir von der aus Gott seine Kinder? Da wir auch ein reines Leben führen oder nicht. Und Gott verlangt das von uns. Ja, und als Kinder Gottes sagt Gott das selbst an sein Wort, dass wir sollen heilig sein. Wir haben alle einen Text lesen in 1. Petrus 1, Vers 13 bis 19. Darum umgürtet die Lende eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denn ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit diente, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, 3. Mose 19,2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Weg, so führt euer Leben, solange ihr hier in die fremde Welt, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wenn wir diesen Text hier bechecken, so wie dort Gott direkt uns Menschen sagt. Das ist hier nicht bloß irgendwer, was das gesagt hat. Das ist zwischen Gott und seinen Kindern. Gott sagt zu seinen Kindern, sie sollen ein heiliges Leben führen.
Das ist direkt von Gott, von der zu uns Christen gesagt, wo ich unterwegs sein, dort wir sollen ein heiliges Leben führen. Und dann fragt man sich, wo kann ich als ein begnädigter Sünder ein heiliges Leben führen? Was muss ich tun, um heilig sein? Und dazu wollen wir uns Vers 13 bechecken. Das sagt hier, darum umgürtet die Lende eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hey, fangt hier an motiviert, darum umgürtet die Lende eures Gemüts. Was meint das hier? In einer anderen Übersetzung würde es sein, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Diese Übersetzung kann ich ein klein bisschen besser verstehen. Das geht mit unserer Sinnung, ans Denken. Im Janka tut ein Vers zu lesen aus Jesua 1, Vers 8. Das sagt es das. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Das ist eine Weg, wo wir an der Wahrheit leben und unsere Gedanken immer wieder reinigen, in der rein für Gott wohnen. Das sagt ja, dass wir sollen uns Tag und Nacht mit seinem Wort beschäftigen und nur trachten in dort leben. Wir brauchen Gott sein Wort. Wir machen uns mit Gott sein Wort beschäftigen, wenn wir wollen ein heiliges Leben führen. Weil das ist, wo wir das Leben von kriegen. Das ist Gott sein Wort zu uns, wo wir von der nehmen und brauchen, um ein heiliges Leben zu führen. Wir sollen in der Wahrheit leben und uns mit Gott sein Wort beschäftigen, dass wir geistlich wach sind, dass wir nüchtern sind. Und das zweite Ding, weil ich nehmen, wir sollen alle Zeit beten. Dort jankt mir auch 1. Thessalonicher 4, Vers 8 zu lesen. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und danach 1. Petrus 4, Vers 8. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünde Menge. Wir sollen auch nüchtern sein. Sein kriegt es das 13. Vers, der zweite Teil sei, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wir sollen nüchtern sein. Wir sollen wacker sein, wenn wir wollen ein heiliges Leben führen können. Weil wenn wir nicht wacker sind, sind so viele Dinge, die versuchen uns versucht von dem Weg aufzulenken, dass wir nicht nüchtern sind und dann auch nicht wieder heilig kann sein. So, wir machen alle Zeit am Gebet sein. Betet ohne Unterlass, sagt die Bibel, untersteht. Wir sollen beten. Das ist eine Beziehung zu Gott. Wir machen ein Wahrheitleben, eine Beziehung zu Gott haben, wann wir wollen, aus Gott seine Kinder nüchtern leben. Wir machen ein Gebet leben, dort unsere Beziehung zu Gott bleibt, dort nicht aufgehört. Mein dritter Punkt, was wir bechecken wollen, ist, wir sollen uns nicht der Begierde dieser Welt hingeben. Das finden wir auch hier an den 14. Vers, das sagt, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin,
denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit diente. Also, wenn wir ein heiliges Leben führen wollen, müssen wir uns wegholen von dieser Begierde, wo wir gelebt haben, als wir nicht bekehrt werden. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wir müssen nüchtern sein im Gebet, dass wir nicht uns diese Begierden von den Dingen angeben, wo wir gelebt haben, als wir nicht bekehrt werden. Und wir sehen dort, dass Gott selbst uns berufen hat für diese Dinge. Und dort lesen wir in Vers 15, 16 und 17. Sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, 3. Mose 19,2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person ist, einen jeden richtet nach seinem Weg, so führt euer Leben, solange ihr hier in der fremden Welt in Gottes Furcht. So wir sollen heilig sein, so als Gott heilig ist. Und Gott hat uns berufen. Und deswegen sollen wir ein heiliges Leben führen. Und wir sind berufen, ein heiliges Leben zu führen. Und wir sollen in Gottes Furcht leben, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und wir sind gerade in so einer Zeit, wo wir vielleicht meist nicht wissen, was ist unser nächster Schritt im Leben. Wir finden dort hier, dass wir sollen alle Zeit rein und heilig sein, als Gott seine Kinder. Und wir lesen Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. So, hier sagt der Schreiber auch zu uns, dass wir das auch gut weiten. Wir weiten dort, dass wir sollen rein und heilig wohnen, wir sollen ein heiliges Leben haben. Und er sagt auch, wegen Wort wir sollen. Vers 19 sagt, sondern mit dem teuren Blut Christi als ein unbeschuldigten, unbefleckten Lammes. Wir sind von Gott, Gott hat uns von der Sinn, betont in Armhaft, dass sein Leben gekostet, dass dies das Wort er hat, uns zu erlösen von diesen Begierden, wo wir alle gelebt haben. Und deswegen, weil wir auch haben, dass wir sollen ein geheiligtes Leben haben und dass wir als Kinder Gottes sollen das ernst nehmen, weil wir dir erkauft sind von den Sünden. Deswegen sollen wir ein heiliges Leben führen. Zum Schluss werde ich das noch einmal alle Topfuten und noch einmal die Punkte übergehen, wovon wir eine Einleitung haben. Erstlich, Gott will, dass wir in der Wahrheit leben und dass wir uns mit Gott sein Wort beschäftigen wollen. Und Gott will, dass wir zu aller Zeit wacker sind und an Gebet sind, dass wir beten. Und er will, dass wir uns die Begierden dieser Welt angeben. Er ganz persönlich zu dir sagt, Gott will haben, dass du sollst in der Wahrheit leben und dass du sollst dich mit Gott sein Wort beschäftigen. Und Gott will, dass du zu aller Zeit wacher bist, dass du wach bist und dass du beten lässt. Und Gott will auch, dass du nicht die Begierden dieser Welt handelst. So wie das steht, habe ich mich regelmäßig für die Einleitung, möchte Gott sein Wort segnen. Und wenn du von der einer bist, was du zuhörst, und du das Frieden noch nicht hast, oder noch nicht Gott sein Kind bist, würde ich dir rufen, von der nach das unternehmen. Von der nach die nicht Neues vor Gott zu beten und die dein Leben Christus übergeben, dass du auch als Kind Gottes worden
in dieser Zeit, wo wir nicht mehr weten als Christen, wie lange das wird duren, bis Jesus wiederkommt. Aber wir sind da erst ganz dicht bei. Und du will ich die ropen, dein Leben für Christus Hand geben, wenn du noch nicht hast. Möchte Gott sein Wort wieder segnen. Amen. Ja, goedemorgen alle tjengen. Ik hoop dat die een schöne morgen haben. En ik hoop dat die ook alle schijn toereichen nur die Geschichte, wat ik ihnen vertellen wil. En voor we weer gaan, mag ik nog kort met ihnen beten. Gott in Himmel, ik dank die voor alle tjengen, wat hier nu ook toereichen. Ik bid dat u den ook moest een schöne morgen schenken, Herr. Ik bid dat u den ook moest, vrede geven en u ook mochten abwassen, Herr. En u ook mochten een dag die tjengen worden en ook voor die doel zijn en ook voor die dein. Moest u ook den in deze dag weer segnen en den ook leiden en vieren. Amen. Ik wil een Geschichte lesen in het Alten Testament. Vielleicht waren some von Ihnen nicht kennen, aber viele waren vielleicht. Und die Geschichte hat an einen nackten Jungen. Und das Jung, dort wie der letzte Richter wird, dort in Israel gab. Wer von Ihnen weiß, wer der letzte Richter wird? Ich hatte die Frau mal meine Kinder dann gefragt, so vielleicht wollen wir was weiten. Dort wird Samuel. Samuel wird der letzte Richter, was Israel hat. Ich will von der die Geschichte lesen, wo Gott Samuel berufen hat. Und wir sehen dort, dort wird in Israel, die eine Zeit, dort haben den Tempel, und in den Tempel kommen immer alle Menschen und die Gott anbeten. Und in den Tempel, du lebst Gott. Und so wird hier auch eine Mama, also eine Frau, die zu Gott beten ein Kind, sie will ein Baby haben. Und Gott hat gebet, und Gott hat ein Sehen gegeben. Und das sehen heute Samuel. Und so deed sie auch, dass der Junge was je later geworden wird, dem trägt nun Tempel bringen, dass du für Gott denken. Vielleicht sei was von dir auch so
groß oder so alt ist das kleine Jung wird, das nahe Jung, was der Mama und Tempel braucht. Ich weiß nicht, wie alt der was wird, aber kann die Möglichkeit sein, dass was von hier auch so groß sein. Das Jung, der dann hier im Tempel dein, für Elia, auch für Gott, Elia wie der Priester, und Elia, der dort den Opferdienst bringt für Gott. Und so passiert auch ein Tag, ist, dass nach der Jung sich hat, da schlug die Leute, wo er will schlucken gehen, du hier eine Stamm. Sie nun war die raubt. Und er dachte, dort Elia raubt am. Er steht ab und jetzt nur Elia. Und fragt Elia, was fehlt? Was weißt du von mir? Elia sagt, ich habe die nicht geraubt. Gut, die waren Handlein. So jetzt hat er sich drei Handlein und leistig war er Duhl. Und dann, die hat eine Karte Zeit, dann hier war sie nun. Er hat eine Stamm und er hat sie nun was geraubt. So er hat am zweiten Mund Elia und er fragt, was fehlt dir? Du raubst mich. Und Elia sagt, nee, ich habe die nicht geraubt. Gut, träg nur den Bart und leih die Duhl. So das Samuel, der nach der Jung, der jetzt war, er trägt nur sein Bart und er leistig war er Duhl. Und die war eine Karte Zeit, dann hier war sie nun, Samuel. Und dann steht er am dritten Mal ab und jetzt noch Elia und er denkt, dass Elia das am Rauben. So er jetzt noch Elia und fragt ihn, was fehlt, was kann ich tun? Du raubst mich. Und Elia sagt, nee, ich raub die nicht. Und dann einmal wird Elia dort klar, dort mag Gott sein, was Samuel rauben wird. So er sagt, Samuel trägt nur sein Bart und sagt, dort, wenn er den Stamm wahrer hielt, dann soll er ab diesem Stamm antworten. Und so dat Samuel dort an, er trägt nur sein Bart, er trägt nur, wo er sich an den Handlein dat. Und dann lag er sich wahrer an und dann hielt er eine Karte Zeit war der Stamm wahrer. Und das muss auf der zwei muss, Samuel. Und so antwortet er antwortet korrekt dort, was Elia am gesagt hat. Ich werde den falschen Kart in der Bibel lesen, was er antworten dat. Und der Herr sprach zu Samuel, Klimat vorher. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel. Und Samuel sprach, rede denn dein Knecht hört. So, hier sagt Samuel, da der Stamm, da hier, red, denn wegen den Knecht hört nicht. Und hier redet Gott zu Samuel. Und Gott redet hier zu Samuel, was Gott mit Israel tun will, was Gott mit dem Volk tun will. Und so, sei wie dort Samuel war auch ab. Und Samuel, der für Gott tun durch. Gott braucht da Samuel, für sein Volk, für wieder ein Tempel. Sei wie dort Samuel, hier hat Gott Samuel berufen. Und Gott sagt, kriegt Samuel, was er tun will, mit seinem Volk und alles. Und so sei wir, wenn wir die Geschichte wieder lesen, ich werde die Geschichte nicht lesen, aber wenn ihr wollt, ich kann hier in der Bibel durchlesen, dort, wir sehen, dass Samuel was ab und Gott hat Samuel berufen in sein Reich. Und so will ich einmal die jüngste Frau von der Frau als Tjener, raubt Gott vielleicht von die von der auch, raubt Gott uns. Und wo hat Gott uns rauben von der auch? Ich dachte, ich krieg nur, wo Gott uns rauben hat, und ich glaube, Gott will auch von der auch, kriegt die Brücken. Und dann, wo alt du bist, wo klein du bist, oder ja, wo groß du bist. Gott will allen Brücken, Gott will auch die Tjener Brücken. Und Gott raubt uns von der auch, der ist in Wut, dort wir sollen uns bekehren. Gott raubt, dort wir sollen ans Leben arm geben, dort wir sollen uns bekehren, dann sagen wir verarmen, was Gott uns in seinen Rechten anstellen, dann sagen wir verarmen dein in der Gemeinde, oder wo immer Gott uns will und deins abgeben. Gott hat für Samuel und deins nur dem, was Gott Samuel berauben hat. Und so hat Gott auch von der, für jeder ein, für uns auch alle, als Tjener, immer wie sind, hat Gott für uns ein deins reut. Und ich würde als Tjener Motto sprechen, dass wir von der, oder dass die, ob Gott seinen Raub horchen. Gott raubt uns von der, dass wir sollen Büße tun, dass wir sollen amtieren, dass wir sollen Büße über uns Leben tun, und dass wir sollen Gott, Jesus Christus annehmen, als uns persönlicher Heiland und Rader. Wir sollen die Sinn, was wir in unseren Horten haben, nur Gott bringen, und Gott wird uns dann reinmerken, dann wird, wo wir auch Gott seine Tjener sein, und dann wird Gott uns in seinen
Reck in seine Gemeinde, wo immer wir dann sind, was Gott uns anstellen, da wir für uns denken. Ja, das wird so wie die Geschichte. Ich möchte doch alle mal sprechen, dass die, wenn die aber merken, dass die nicht Frieden haben oder dass die Angst haben, wenn die so ausschlucken gehen, ich möchte ihnen tauchen, dass die dann nur Gott kommen, dass die ihr Leben Gott übergeben. Und dann, weil die sind, wir haben alle Zeit, dass wir können Gott kommen und wir können uns Leben Gott übergeben. Mach Gott ihnen doch wieder einen schönen Tag geben. Amen. Ja, Gottes Morris. Wir werden hier wieder einen Gottesdienst haben, so wie wir das gewöhnlich haben. Bloß wir das noch unterstehen. Aber wir werden das selbe Wort predigen, was wir tun, wenn wir an uns normale Gebiet kommen. Aber wir freuen uns, dass der Herr nicht abjagt mit Menschen, weil er auf allerhand Dinge tun, wo sie das einmal nicht verstehen können. Der Herr ist gnädig, der Herr ist geduldig und er ist langmütig. Aber wir werden von dir uns nach dem Wort anchecken, wo der Herr dort von uns auch verlangt, geduldig zu sein, auch demütig zu sein. Ich habe von dir eine Botschaft, ein Thema gegeben, rein bloß Predigt. Aber ich habe meine Abnehmungsspruch, habe ich meine Predigt von dir genommen. So, nu wil je dan denken, nou wat kon er dan nog van een openbaring voor zijn, nee? Wanneer ik dat mijn spruch genomen heb. Ik wil in Himmel eerst moet am Anfang even lesen, den Topspruch, den Topspruch will ich das auch noch, aber das passiert nicht machen, so.
das mit das wo wir sind abgenommen in die Gemeinde, den Spruch, sondern als 2. Timotheus 2, Vers 15. Der sagt, strebe danach, die Gott bewährt zur Verfähigung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. So, vielleicht euch den noch einmal Plattdeutsch, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen besser dahin kommen. Für mich ist das nicht ein ganz bekannter Vers, ich verstehe den, aber vielleicht verstehe ich den nicht so, weil ich den noch einmal Plattdeutsch. Der sagt nur, sie pflegt dich von Gott, der Anerkennung zu kriegen, dass du das Wahrheitswort reich lehren lässt, dass du mal nicht schämen brauchst. So, weißt du, was wir haben von der und Verrat? Ein großes Verrat habe ich von der, dass wir können das Wort predigen und wir dürfen uns nicht schämen. Wir dürfen uns nicht schämen. Und das ist, was wir so stolz sagen dürfen. So, mir ist es auch uns, dass wir wieder kommen zum Tag, wo wir noch einmal Stunden zu beten. Großer Gott, wir danken dich von ganzem Herzen, dass wir können, dass die Schwester Taub kommt, dass wir können wirklich den Wort anhalten. Herr, ich bete auch, dass dein Wort reich rückgebracht worden, dass wir wollen uns nicht zu schämen mit dort, und dort, wo alles die Welt nicht ist, und dort, wo sei du gedwungen wird, dass wir sagen, nicht zu viel auf eine Stelle zurückkommen, Herr, dass wir versprechen, so wie das dein Wort an zu lehren wird. Und Herr, wir beten auch an Bewahrung, besonders von der Säule. Herr, du sagst, das Fleisch ist so euer das Fleisch wird so viele Dinge nicht an tun, wegen Naturholber, aber Herr, wir freuen uns so sehr, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass der Geist uns Leben führen wird, und Herr, schenke uns, dass wir uns wollen Luten von Arm führen, und dass wir wollen auch horchen, wenn die Gäste uns redet, dass wir wollen auch horchen, was er zu uns sagt. Herr, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du wirklich hast das Luten zukommst, was das blödige Schreck, was du dann nicht von dem Coronavirus ist, sondern wir wollen einfach so, wir sind die Ersten am Gebet, und Herr, ich freue mich dafür, dass Menschen wirklich beten, und die werden zurückkommen, um den Wort zu hören. Und ich freue mich auch für die Möglichkeiten, was wir haben, dort wir können dort auch über WhatsApp verbreiten, dass wir über YouTube können verbreiten. Herr, dein Wort wird nicht liegen bleiben. Und du freust dich uns, Herr, musst du diesen Gottesdienst von dir auch wieder segnen. Amen. So, wir werden wieder gehen zu unsere Predigt. So, ich habe jetzt gelesen, dort das Wort soll, wo die Wahrheit soll richtiggebracht werden. Das Wort soll reich gelehrt werden, das soll reich richtiggebracht werden. Und was wird von dir in diesem Zeit? Wo wird das Wort in diesem Zeit auf viele Stellen richtiggebracht? So ist uns dort passen für uns Fleisch. Nichts ist dort passend für die Säule. Ich sehe dort, durch ein paar Freunde wieder so, und in den Tagen ans Thema anfangen, sehe ich, was schön würde von der gewesen, wenn wir uns ein paar Freunde haben gesagt, aber Karte Lagune, in einem Lecker, in einem Meer von einem Jetski, in Waverunner gerannt worden, dort Gasoline abgeladen und so wieder, und Hallale, vamos. Und da war ich am Boden ab und haben den Vermerk gespannt am Boden. Und ganz klar, das haben wir uns vielleicht verlangt, nicht? Und dann nicht zu sehen zum Gottesdienst. Dann sagst du nicht, alle mit so trefflich, nicht wie Tisch saßen im Harten, als das Thema Eva, na, wir sind jetzt auch mal alle gewandt, mal ein spielen. Spielen wir auch mal, dann, wenn wir nicht an die Quatsch saßen, spielen wir alle mal am Fuß, halten uns alle Seiten an. Na, was uns das dann nicht wichtig sein, dass wir dann nicht wollen, uns das Thema anhalten, guckt das ab. Wir verlangen erst, dass das Wort wichtig sein, wir wollen, wenn wir nicht können, die an die Quatsch kommen, dann wird uns so wichtig worden, dass wir wollen, Tisch saßen, und haben den Gottesdienst mit Familie ganz krass dort, aus wieder gewandt sind an die Tür. Aber mir fragt, dass wir ein Yes haben, jeder hat ein Yes, und der soll horchen, was der Yes zu denen sagt. Nicht horchen, was ein anderer Mensch zu denen sagt, weil das den Yes ist, was an die ist. Das wird echt von dir sein. Die machen horchen, den glaubt die, dass Gott dort für jeden hat, dass diese Zeit wird kommen? Nein, das wisst ihr, dass diese Zeit wird kommen. Er hat dort nicht gedacht, dass du würden in diese Zeit kommen? Ja, das hat Gott gedacht. Wenn Gott gab für uns den Heiligen Geist, wenn Gott schenkt für uns den Tröster, um dass wir uns so von Menschen alle Sachen anblösen, um dass wir so
van het woord vergeten. Nee, de gaat van staan. Dat wie van ons wordt van mensen in kop verdreven worden. Dan zie je, check mal, hier ist der Kloster, hier ist der Heilige Geist, man hat den. Die wollen jetzt nicht der Blut in den Kopf verdrehen, sondern die wollen auf den Geist halten. So, damit wir dankbar sein, dass wir können das Wort haben, wir haben den ganz rechten Plan, zum zu Jesus kommen. Und das ist das Bibelbuch. So, ich will kurz hängen, den Vers, wo ich jetzt gelesen habe, in Anlehnung, den Text, weil ich kurz noch einmal ein paar Vers lesen. Ich wollte noch einmal den Text hier versuchen, an 2. Timotheus 2, Vers 15 und 16 wollte ich lesen, was den 17 da ist. Er sagt, seht flittig von Gott, der Anerkennung zu kriegen, dass du das Wahrheitswort reich lehren lässt, dass du mit nicht schämen brauchst. Gib die nicht auf mit Lage, weil du dir reden, wo nichts durchhängen ist. Willst, die bringen bloß mehr Gottlosigkeit mit sich. Und so ein Gerät fragt sich aus ein Schreck. Ich will in 17. Vers habe ich das Holz gelesen. So, wir sollen hier der ganz Charakter passiert von dir. Ganz Charakter passiert von dir. Menschen haben reden, die lassen sich Dinge vertrauen in ihr Kopf brennt, Tag und Nacht von dort. En schrijf me waarom dat zij dagen na me willen ze alle gelijk gaan niet eens zo kunnen wat ze wat anders denken. Maar dat als mensen dus dat spreekwoord zei, die verbrampels van welke laat je dingen wat die bloos en die amamaya trouble brengt. Amamaya sang en die amamaya trouble brengt. Dus dat je zei. Zo'n reden, wo niks doorheen is, willst du bringen bloß mehr Gottlosigkeit mit sich. Mehr Gottlosigkeit. Ich will bloß ein klein bisschen noch mal durch nachchecken, weil einer sich bei einmal hat, loten ein kleines Video mit Clip, schatten loten, bloß mit einem Handelspuschen. Ich würde nicht warum direkt nicht bloß ein irdisches Puschen, mit einem abgeschummeltes Puschen. Okay, du bist dann abgewohnt. Wie viel mehr wisst ihr, die du danach, wat euer worden als dit kleine wat jij naar mij zegt. Dat kleine boren niet, denkt u zo. Wanneer we er recht in nadenken, boren een kleine op. Wenn jij zegt met kleine zijn, er een grote zijn. Dat kun je niet alle tijd zo. Wanneer niet afkomt. De kleine brengt die naar de grote, en dan de grote zijn, dat kan ons van dood vieren. Zo, en dan zeggen we dat hier ook krijgen, wanneer we een kleine aan het denken, lopen beschaffen. Dat was klaar. Weil de Uien zijn goed van, oh, die wordt allemaal meer brengen. Dat brengt allemaal meer Gottlosigkeit, zodat man die ons met die beschaffen. So, nu willen we nu de andere Seite checken. Hier we dat wanneer we met beschaffen. Weet je wat dat meint met beschaffen? Dat meint, je gaat met gedaan en de wat je bent ram en dat je waarschijnlijk, ik wil dus meer zijn, ne? So, what about wanneer we dat niet aan dat we God zijn brengen? Nu beschafft die wie uns mal mit Gott. Das wird etwas, das geht auch wieder. Die war einfach nischig. Die waren so interessant. Wenn du einmal eine Geschichte lesen lässt, ich doch bloß an denken, wo interessant mir hier Geschichte ist. Und die ganze David-Geschichte, ich mach mal ein bisschen früher dann, wegen David zu schreiben, ich sage für Menschen dort mehr. Und dort nach einem Mann nach dem Herzen Gottes ist. Aber dat zei je wieder, dat in de Bibel het eerste stuk. Aber die Geschichten die waren so interessant, wenn ich anfangen zu lesen, dass einer verstehen kann, was passiert hier, wo viert Gott, wo das Gott und so wieder. Und waren so interessant, und ich geht immer wieder, und einer will mal abhören, ich will was untertun, und aber das so interessant, ich war noch ein paar Vers wieder. Dann am besten Kapitel der Länge, nächstes Mal, der andere Kapitel fängt auch zu an, weil die noch nach da. Und so der, und das Wort Gottes auch. Aber, eins will ich ansagen. Vielleicht auch richtig mal, oder? Dat is schwanger aan de Bibel. Dus dat mensen komt aus aan YouTube oder an andere Chats, wat we alles haben, wo wir uns alle Sachen können anchecken, ne? Vielleicht die würden alle den Finger abheben, ja, das vielleicht an YouTuber und so eine Dinge haben. Und soll es das sein, wenn wir Kinder Gottes sind? Soll es das sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann haben wir für jeden von uns mit dem Wort zu beschaffen, als wir mit der Lage Vorbildung und mit der Lage Dinge. Wat ik te wiederfinden als een schrift. Ik glaube, we weten ook alle wat een schrift is. Ne? Ik glaube, we gaan helemaal al een audio gekregen en een video waar een mens vervraagt van schrift. Ne? So, een schrift vraagt zich innerlijk. Manchmal
sagen sie, die Mensch hat ganz gewollt, ich sage, schräg. Und die sagt, ein bisschen ganz klar Schmack. Und heute gewollt, dass der hängt nicht. Aber hat sich dort wie Deuten gefragt, dass der Mensch von dann noch nicht ganz kaputt ist, aber von Bitten ist nicht klar. Aber das war immer auf nach Bitten zu kommen, spam, dann zu fahren, dann hat er große Lache und Schalter. Und heute gewollt, kratzt der Sinn ab. Der Sinn ist doch einmal für das erste von Bitten zu sein. Der Sinn ist nicht einmal das erste von Bitten zu sein. Der fragt sich, kriegt er wieder aus dem Schrift. Weil er Hütschrift hat, dort geht die meist einmal für das von Bitten. Dort geht jeder Mensch für zu sein, aber das ist nicht ganz so gefährlich. Das ist ein kleiner Sinn, ne? Das ist ein kleiner Sinn, das ist nicht so gefährlich. Ich frage, was du bist ein Topsier zu sein und ein kleines Schlamste. Aber, liebe Geschwister, ich glaube, wenn wir wollen nur den kleinen Sinn abpassen, dann darf uns doch nicht so leicht mit einem großen Sinn Schutz geben. So denke ich immer. Wenn du die für den kleinen Sinn, ein Prediger sagt mal, wenn du die für den ersten Sinn heiden lässt, dann ist es gar nicht so schlimm, dass die zweite war stimmt. Wenn die Mann einmal ist der erste gedogen haben, was die zweite war stimmt. Und damit will ich nämlich sagen, dass die keine Sinn wollen, und die wollen Sinn da. Aber ich glaube, wenn wir das an uns sagen kann, dass die Waren uns heiden, für eine Sendung. Für uns wird unchecken. Weißt du, was das von der so leid, uns wird unterchecken. So leid. Du darfst fertig nicht mal am Screen abtöpfen, der geht einmal all versaut. Als diesen wunderbar Glück an alle Technology, weil einmal dann fängt mein Fundo an los zu blabbern und bis mir da alle Sachen und ich weiß nicht, wo ich nachdenken soll. Ich tue alles, was ich kann und das alles speichert ich mal in den Kasten neuer Schild und baut ich mal it als Namen versichern, was ich tun kann. Das hat man dann nicht kann, wenn ich sage, ich meine Funde halt alle nachgedreht und einmal dann fängt er da alle Hand zu wiesen und zu blabbern und weiß ich kann mal anchecken, was ich jetzt habe. So, und so der das auch, wenn wir nicht vorsichtig sind, einen Sinn. Du warst nicht gut dort down, aber du warst vorher nicht vorsichtig genug gewesen, vielleicht nicht genug Gemeinschaft gehabt mit dem Herrn, vielleicht nicht so genug am Gebet gewesen. Und dann habt ihr Kind, die könnt irgendwo eine kleine Angel anhören, dann tragt ihr die rund langsam mit, das hätte ich nicht so erholt, wenn das jemand eine kleine Angel, was die da eigentlich hat, dann tragt ihr die mit, bat die bei einmal wieder beten, gerade den Sinn hat, und dann hau, dann das auch zu wie. Und du da, glaube ich, da wie aus, kann ich gerade an Zeit hier muss, auch sehr schwer versinnen, wenn wir vorher nicht aufmerksam genug sind, mit Dingen ans Unchecken. Wir tun ja ein bisschen kleine Dinge hier unchecken. Das ist bloß so ein einfaches. Was soll mir das bodern? Das ist bloß das kleine Ding. Wenn ich wieder gehen war, dann bodert ihr mir das nicht. Ich höre mich was an. Weißt du was, wir haben Musik definitiv, was kein Christ anhören soll. Und das hören die, und die meinen einfach, die Kirche, was der Rück, was im Geld So, hier sei wieder, tut ihr nicht mal alle unsere Dinge beschaffen, was ihr innerlich utfällt. Was die dort antworten, die sind vielleicht ganz schwach und krank, und vom Beten lag ihr noch so blut, und lag ihr erst wirklich nicht. Und aber innerlich habt ihr Kraft, habt ihr Sinn, ganz kaputt gemacht. Oder Angst, ich will sagen Angst, als ihr auch merkt. So, hier habe ich vielleicht Säuer was lernen zu dieser Zeit. Wir haben eine sehr schöne Anleitung. Da fragt mich Säuer, dort die uns nachwiesen, was wir von Gott haben, was wir von Jesus haben, was wir von uns getan haben. Ja, wovon schöne Horde ist, wovon Gouda Horde ist. Und wir denken von der vielleicht so, naja, wenn ich nicht hier wird teilend sein, dort alles das Akto, ich sehe ein Säuer feiner Bruder und der noch nicht wie jetzt sein. Was der hier, mit dem zu sagen wie ich. Of course, ich sehe ein Mensch. Aber Jesus wie auch Mensch, aber er wie auch Gott. Und er wird der Welt, was er sein will. Wir sagen manchmal, was verstehen, was wir sind, und sagen das aber nicht. Das ist uns Menschen ja Trouble. Wir wollen verstehen, was wir für Menschen sind. Und Hengerich sagen aber vielleicht, dass die ein Stück kriegen, eine sehr Hengerich was ein Verdreher und ein Troublemaker. So, und wenn wir dafür abpassen, wir dort nicht da sind, erstens sagt das hier, wir sagen uns nicht mal das Wort schämen, und ich will ab dort, weil ich nachher sein, wird für mich, sagen wir, ganz jemand kämpfen. Unsere wahre Geburt, unsere Bekehrung, wo stellt sie, wie du machst? Schämen wir uns damit? Ich glaube, ja, ich will das ganz klar mit dir erklären. Aber diesen Zeit, wo wir nicht werden sind, sollen wir uns noch weniger schämen, mit sein, was der Herr für uns getan hat. Weil wie viele Menschen sind von dir uit Angst. Wie hier in anderen Ländern Selbstmord. Wenn die wollen das alle nicht beleben, die merken sich tot. Angst.
Angst. So, und hier, dann, wenn wir nu dann von Belize reden, ja, hier stand nochmal vielleicht, ich will nicht was abbringen und nicht was sagen und nicht so, aber vielleicht 2 Castles, sagen sie dort, wo vielleicht 9, dass diese Kampf hier ungesteckt ist an Belize. Sondern was von anderen wegen sind gekommen, haben ich würde es vielleicht nicht sagen, Tüßchen. Aber dort, ich sage, wenn ich nicht höre, ich weiß hier, so, die Grün anziehen nu, nicht Wärme anziehen Grün, da Grün sind, ja, aber wegen was? Wegen was darf ein Kind Gottes nicht Grün? Wegen dort, was ihr anlernen wollt. Ich sehe die gouden Schutzwahl. Wer da ist, der nennt ja, die wordt uit je leven gegeven. Die wordt uit je leven heen. Die wordt volop gaan. Die wordt niet bloos zo'n basje aan morgen is het oorlog, maar een flashboel. Nee, of course, wenn wir nicht einfach gut beschaffen, dann wird das alle an uns, aber nicht an dem Herrn, was uns das andere gegeben hat. So, ja, wir haben jetzt wieder zu tun. Ich habe heute auf dem Boden ein paar Farben genommen. Auf dem Boden ist für mich ein sehr, sehr schweres Eng. Aber wir haben versucht, ein paar Farben von zu lesen. Dann auf wie ich das noch kann an diesem Titel, wo die Band dann uns ein bisschen Vorstand an dem Herrn hat. Ich will auf dem Boden 3, Vers 14, Vers 22 lesen. Sagt nur den Engel von der Gemeinde in Laodicea schrieb, das sagt, sei du Armenheit, der mit dem Zeugnis trügt und wahrhaftig ist, der durch den Gott alles umfängt zu schaffen. Ich wollte an deine Worten, und dass du nicht kalt und nicht heiß bist, ich würde nicht wünschen, dass du kalt oder heiß wirst. Und willst du lebenwarm und nicht kalt oder heiß bist, wo ich die über mein Müll rutschbieren, willst du sagst, ich sie recht, hab verlacht, und mir fehlt das auch nicht, aber nicht weißt, dass du in jammerlich Arme mit Rubbeljet belängert nicht getragen bist. Ich radi, dass du von mir mit 4 gereinigtes Gold schaffst, dass du rein warst und wette Kleider antragst, dass deine nicht gehüt, deine nicht geschont, nicht verdacht kommt, und dass du deine Augen mit Augensoll anschmierst, dass du sein kannst. Wem ich Gott sehe, da ich Tragwiesen und Strufen, nehmt das ernst und geht an. Check ich stuhl für die der und klapp an. Wenn wer meine Stimme hört und die der auch mir, bei dem wo ich nangunen und mit Amtog eten und hei mit mir. Der Gewannende, wo ich mit mir luten, auf ihnen Thron setzen, droht so als ich gewonnen hab und nu bei meinem Führer auf den Thron setzen. Wer Ohren hat, dem lot hören, was der Geist den Gemeinden sagt. So, was habe ich hier gehört? Ich sage für mich, sehr ernstes Thema. Wir hören das hier, das ist nur eine Gemeinde geschrieben, aber wenn ich würde sagen, nur die Gemeinde von der hier in Spanisch wird, an die Mennoniten-Gemeinde wird dann sein. Mennoniten-Gemeinde. Das ist nur eine Gruppe geschrieben, wo sehr viel am Werk gemacht ist. Aber von einmal sei wie dort aus Wande angeschlossen sind, nicht? Und was sagt der Herr so dann? Ich sage dass du nicht kalt und nicht heiß bist. Was meint dort kalt und heiß? Wie geht bei den Urlaub? Ich gleich nicht einen kalten Kaffee, ich gleich einen kalten Kaffee oder einen heißen. Wenn ich einen lebenwarmen Kaffee habe, dann lasse ich mal so nicht an meinen Kaffee stehen und trinke einfach mal aus, wenn das nicht zu warm. Ich gleich, dass er heiß ist oder kalt. Das waschen gleich nicht im Kaffee. Und dann geht das vielleicht mal eine Suppe. Ich würde gleich nicht mit warme Suppe. Ich will eine heiße Suppe oder eine kalte, dass ich in die Fridge tue und eine kalte Suppe nehmen. Heiß oder kalt, das waschen gebe ich am nicht. Und so jetzt nicht mal Kaffee. Eine Suppe kann ich warm essen, aber wir sagen das hier, der Herr sagt, ich sage das, dass die nicht kalt und nicht heiß ist. Und was sagt er? Ich will nicht überwünschen, dass ihr eins von der wirst. Ein Kalter, was sagt er von dir um Kalter nach? Das ist ein Angleicher, der hat Jesus noch nicht erkannt. Das ist ein Kalter. Und was ist ein Heiter?
Dat is een Christ wat du brennen für den Herrn ist. Das ist richtig. So. Okay, wie gut will ich dann den Wurm nehmen? Der sagt den Lehrwurm. Wie gut will ich den dann nehmen? Wie das so ein angeschlossener Makel der Christ eine Bank. Das ist Gott für sie. Ja, ja, alles was ich brauche. Kommt ihr noch zu Gottesdienst kommen? Von Tüstern, ich habe dort zu leben. Mir fällt es wirklich nicht an, was macht ihr das aus, wo ich sehe. Und denkt aber nicht an, dass halt bloß für sich selbst Gott als Gott ist. Und dann anderlich nicht nur für sich selbst. Weil ihr wollt so eine Menschen kämpfen auch. Weil ihr wollt auch von Deutsch stecken, wo der kann Erfahrungen vertrauen. Ich wollte, wo im Kalm das geht. Heute werde ich nicht so sehr kochen. Weil ich bin schon mal hier heute für den Herrn. Das soll ich sagen, hier im Menschen. Aber ich freue mich für, dass ich kann, nach so sein, dass ich sehe, dass ich für den Herrn Iva, weil mein Iva vielleicht vom Bildentfernung nicht so zu sein, dass das so sein. Aber ich weiß, was auch mein Wurm. Ich weiß, was auch mein Wurm. Was der Herr sagt, jetzt sie nicht zufrieden mit dir, wo du bist. Der wird niemals zufrieden sein, was wir sagen, wo er uns handelt. Aber er sagt doch, wo wir uns anstrengen, sind ich mutig, sind ich zufrieden, so sagt er, eine Bank sagt, ich hätte das doch nicht, ich darf nicht mehr teuren, wenn mir wer fragt, was bekehrt, na ja, jetzt bekehrt sie ja, ich kann eben wieder direkt eine Wahrheit, weil ich nicht wieder von der Vertrauen, ich sehe nicht im Gottes, ich sage dir doch, alle sind nach dem Gottesdienst, aber, sagt der Herr, was einmal, du werden nicht Säuer noch halten. Ach, Rudi, dort die von mir, ne, das war nicht falsch, ich wollte an deine Worten, und dass du nicht kalt und nicht heiß bist, wo ich die uit mijn Müll rutspielen. Habe ich was gesagt. Während du nicht kalt und nicht heiß bist, wo ich die uit mijn Müll rutspielen. Wenn das zum Top einmal ist, ein Lärmwurm mit an Müll. Das will ich nicht. Das verdraht er nicht. Aber ich habe du nicht in England an. Waren wie bei einem Feuer, als sie angeschlossen. Als sie Lärmwurm, als sie nicht kalt, als sie auch nicht heiß. Der sagt, ich will die dann tun. Alte Zeiten, haben die Ion sorgen, oder so, sagte hier. Und geleitete Goldzeiten, wo der viel geleitet hat. Weißt du was? Wenn wir wollen für den Herrn ivern, das wird uns viel Mut bei dir kosten. Viel Mut. Weil dann macht all das, was das Fleisch interessiert, dann macht er mal einmal aufstehen. Dann macht er mal einmal losgemerkt werden. Und das ist der Herr. Bloß wenn wir das nicht lohnen, dann fängt er an, der zu weit, dann gehen wir lieber mit wieder. Herr, ich wohne. Das ist nicht nötig, das ist mir noch zu weit. Und jetzt einmal, dann weiter dort, der dann so zu weit, dann will er dann noch die Leute von der anderen sehen, wenn du es auch so ein großer Pummel, was du nicht anmachst. Und dann fängt er an, ohne dass er wohl von da sieht, ich dachte, ich muss noch mal abhören, mach mich bloß einmal weiter. Ich will dir doch mal mutig, Tagesgrund haben. Und wenn der Herr sagt, den ich Leute habe, den ich Gott sehe, den du ich reinigen und strufen. Und wir wollen das strufen, aber was sage ich hier? Ich sagte hier, die schon auch ein bisschen an der Foot über dort. Aber aktuell muss der Herr das ans strufen. Wenn die so an die Kussung sind, die war überdenken. So, und dann sage ich da, den ich Gläubig habe, den ich Gott sehe, den du ich strufen und reinigen. Und das Reinigen, dort macht man weit. Dort ist das Fleisch rein angenehm. Dort fällt das Fleisch auf keine Wahl. So, mein Wünsche waren, also wir wollen von der Predigt von dir vernommen haben, an dieser Zeit, wo wir beiden sind, dort werden wir so nehmen, der Herr will seine Gemeinde reinigen. Der will seine Gemeinde strufen, dort wir sagen, Gottesfurcht haben. In der anderen Bibel steht, Mensch hat bloß Angst vor Straf, wenn er sich das verdient hat. Weil, ich weiß nicht mehr, was der ganz praktisch dort geht, aber ich weiß, dass uns Gott, wenn Nüger wollen mitkommen und der wollen mir ein für das Uhr geben und ich will nicht verdient, ich will nicht Angst haben. Aber, wenn ich mich nicht versendlich für schuldig habe, dann will ich Angst haben, weil einer hat weiter mit Angst für Dinge, wenn einer sich das verdient hat. Und das will ich ganz vertrauen. Und das, was der Herr sagt, sondern was nicht sich für schuldig hat,
der darf nicht Angst haben, dass er was Struft kriegen. Wer wen will. Das ist nu, soll ja nicht an Dollar an den Menschen gedacht. Manchmal kriege ich Dinge, wo wir vielleicht einfach nicht verdienen, wenn eine Arbeit irgendwo abgekommen. Aber der Herr will uns sagen, wenn wir Angst haben für den Herrn, das meint so viel, nicht dort menschliche Angst sein. Dann ist es so viel, wir haben uns gegen Angst versündigt. Dann haben wir uns gegen Angst versündigt. Und du wenn wir mutig sind, wenn der Herr uns reinigen und strafen will. Ich will noch einmal 2 Vers in Offenbarung 3, Kapitel 3, Vers 10 und 11 lesen. Da sagt, willst du mein Befehl geduldig zu bleiben gehalten hast, wo ich die auch für die Versicherungen bewahren, die über die ganze Welt kommen soll, alle Erdbewohner auf die Probe zu stellen. Ich war bald kommen, hol dort, was du hast, dass die keiner die Kron wegnehmen wird. Weißt du was? Ich denke von dir über diese Vers, gestern, über diese beiden Vers auch ziemlich so ein Ding. Die meisten vielleicht, die werden abgeschrieben haben, das ist Johannes, und was eine Titel dann dann war, aber wer dort eine Offenbarung ist, wer dort eine Offenbarung ist, sei ich von der wieder von der Platz so zu uns aufnehmen. Was dort dann zu der Titel ist, was Johannes nicht geschrieben hat. So, wir sagen das gesagt hier, wenn du dort gehauen hast, geduldig zu sein, was ich liebe umbefohlen hat, dann war ich liebe worden. Und wir haben dort von der mit sozusagen ab ans Kinder Gottes. Weil wir wollen geduldig bleiben nu. Und dann wird ab ans Tod kommen. Weil wir haben alle in der Bibel bei. Jeder Ding, was an der Welt passieren muss, das ist an der Bibel bei. Das kann wir uns alle nur lesen. Vielleicht nicht gerade auf diese Nomes, was da nu evangelisch kommt, vielleicht nicht gerade an diese Hinsichten, aber der Herr sagt, die Dinge werden alle mal passieren, was etwa wahrkommt. Und einfach nicht so sehr schwer wie, da das sagt, du wollen noch erst sei für Menschen von Glauben aufholen. Das ist die ganze Karte gehen, was wir versuchen zu tun, was wir hier tun. Wir predigen hier, Menschen sagen, wo sie tun, die sagen, die bekehren, die sagen, Jesus Christus und ich warte nicht mehr. Und die Bibel sagt, du wollen aber sehr viel aufholen. Aber weißt du was, der redet von, du wollen Leute zum Glauben kommen. Der redet nicht von, du wollen Leute zum Glauben kommen. Und wir wollen uns mal dort beschäftigen, dort, wir nicht davon anmutig werden, dass wir nicht wollen abgeben, man das Wort rückbringen, man das anfangen schwanger zu werden, man das Wort wiedergeben, weil wir uns dabei nicht anmutig mehr. So, hier seid ihr dort, die denen Versprechen geben, und ich will von dir auf uns mit so abbiegen, wenn wir wollen geduldig bleiben und aushauen, dann sagt er, dann wird er uns bewahren. Uns Kinder Gottes bewahren von all die Pläne, was er wird über die ganze Welt schauen. Der wird uns davon bewahren, dass wir nicht wollen, dass dort bei einmal von Glauben aufkommen. Weil wir wollen geduldig bleiben und am Fuß halten. Ja, mir wird das hier noch sehr wichtig, gerade von der Krone. An den alten Fall redet ihr dann ein bisschen von die nicht was der Krone war genommen worden. Wir wissen vielleicht was eine Krone so ist. Weil wir vielleicht nicht mit die Geschichte von Jesus weiten. Jesus war keine Dornenkrone, eine Stachel, Krone geflochten nach dem Kopf abgedurcht. Dort ist eine Krone, aber Jesus sagt, ich habe verdient eine Lebenskrone, eine ewige Krone, auf der von uns in den Himmel rein. Und wo ich so andenken, dass ich das lesen, da ich uns nach wo kann mir die Krone wegnehmen. Oder das auch mal bloß, wenn ich das tue. Wenn ich bei einer war, fragt, was wir hier fertig lesen, anschlucken worden, am Jesu gehen. Dass ich durch bei mir vielleicht kann durchkommen. Jesus sagt, wenn du auf Sachen bleibst, ich wollte wegen Menschen nur mitkriegen, Menschen wollen wegen nur mitkommen, wenn ich auch nicht verunglückt. Das meine ich, wenn ich stumm blieb, dann wird die ganze Christenheit stumm blieb. Wenn ich anschlucken war, dann wird die ganze Christenheit anschlucken. Das meint du wegen da noch nicht. Ich sie persönlich verdienen Gott. Du bist persönlich verdienen Gott. So, wenn du warst, anschlucken, und du bei nicht warst ran, so in den Priester gewähnt, ein anderer wird für dich kommen, und der kriegt den. Und der sagt, pass ab, lass die nicht bei ihm wegnehmen. Und
Und da kann sein, wenn wir uns zusammen mit diesen lagen Dingen, was wir jetzt gelesen haben, zusammen mit allen Dingen, was das mal kriegen an uns anreichen, wollen zusammen mit der beschäftigen, dort wieder einmal wollen an die Kraft verspielen. Dort sagt uns noch nicht, dass die nicht kosten vom Glauben aufkommen. Das Wahrnehmen konnte nicht keiner Güter, die lassen. Dort sagt man immer ganz klar, Wahrnehmen konnte nicht keiner Güter, die lassen. Dort der sie entsteht. Und dort wird der Herr so sehr warnen nicht. So ich sehe das ein, der hat sehr Angst, dass er gut vom Glauben aufkommt. Ich sage, das ist schön, dass du Angst hast, aber ich sage wirklich keine Angst. Er sagt, er will nicht. Sagen wir, weil Titus wie nicht haben, ja, das ist stark. Aber ich sage, weißt du was? Endlich, wenn du die Bibel recht verstanden hast, du darfst nicht aus Hordet Angst haben, dass du was vom Glauben aufkommst. Weil das Menschheit anmeldet, dass du was vom Glauben aufkommst. So evakuiert uns du bist, dass du den Herrn eingenommen hast, dass du auf die Knäuschen rumlassen hast, den Herrn eingenommen, so machst du das tun, dass du vom Glauben loskommst. Alright, nu sage ich, so machst du das tun. So, bloß denkbar kannst du an dem Herrn loskommen. Und dort wird gedacht, für mich sei kein Mensch wert. Wir sind gedacht so froh, dass der Herr sich gnädig wird, traf uns und nahm uns an aus seinen Kähen. So, wir haben einen Gott, wo erbarmungsvoll ist, wo uns Menschen verstehen, nicht verstehen können. Aber wir können unter Deutschland, eben wenn wir das nicht verstehen können. So, ich war noch einmal ein kleines bisschen dort mit hier wiederholen. Wir wollen uns nicht schämen mit das Wort Gottes. Wir wollen nicht schämen mit uns Zeugnis wieder sein. Wo ich noch ein klein bisschen will, nicht gut mit uns Zeugnis wieder sein, das heute erst gesagt, ich würde noch nicht sagen, wo sie schämen wir uns damit. Ich glaube, wenn ich was anderes für sich versperren, was ich sehe, dann schäme ich mich mit meinem Zeugnis. Wenn ich sage, ich sehe einen Christ, ich sehe ein Kind Gottes, und hänge recht über Dinge da, wo kein Kind Gottes gesehen wird zu tun, dann schäme ich mich mit meinem Zeugnis. Singen war ich, dann will ich mich nicht anschlagen, dann kann ich nicht, schon mal mein Zeugnis sein, ich tue doch alle Tag singen, nicht? Ja, wir singen alle Tag. Aber was ist das, hänge weg? Oder hast du dort, da ich verfehl dir, da ich eigentlich, ich will das nicht. Das ist die Busse, wenn du gesündigt hast. Wenn du nicht Busse hast, dass du anfängst, Sünden anzuwälgen. Und hierfür spielst du eine Rolle, als sie ein Schönjahr Christ, als sie ein Mutjahr Christ, und innerlich was von der Schrift verfehlt. Dort ist, wo wir uns anfangen, mit uns Zeugnis zu schämen. Das will ich nicht sagen, ein Anfänger, ein junger Christ, den ersten Tag. Er konnte es nicht nur vertrauen, dass mir einmal mit zu schwor, an der Hinsicht kann ich nicht mitfallen. Ich kann den ersten Tag, wo ich bekehrt wie, ich kann nicht ein Blut vermehlen, ich sehe, dass jedem einen, der das beten will, und ich sehe, dass eine Church sein, dass ich zum Glauben gekommen bin, weil ich mich zu freien belangen, mich nur gesehnt habe, mir ist dort noch keinmal schwer was, mein Zeugnis zu vertrauen, nicht wieder aus, wenn sich mehrere Menschen haben, an derselben Weg bekehrt, dass mein Zeugnis gehört haben, dann kommt der Teufel und versucht mir anmutig zu machen. Dann denkt er an seine Bedreckung, was mein Zeugnis gar mal sein will. Oder ich bisschen findet ihn sperren. Dann muss ich da Busse eben tun, dann könnte mein Zeugnis wieder sein. So, wenn wir dort klar haben, wenn wir rein leben, wenn wir gesündigt haben, das ist nicht übt mit an. Busse tun, ob ich neues nur im Herrn wohnen sein, verzeih mir das, wenn, wo wirst du nur noch an das Getümmel, was wir in der Welt haben, wo wirst du hier noch reingehen, dann kannst du ja überhaupt auch noch nicht haben. Dann wirst du ja überhaupt noch doller bedreckt, als du noch nicht mal am Glauben bist. Das ist mir die Wichtigkeit, dass die Kinder Gottes, die wollen brennen sein, dass der Herr will. Die sagt, ich will, dass du heute bist. Dass du angeschlagen, dass du mit raufgerückt, legst du in den Gruben, dann geh wir noch mit dem Herrn. Sei dem Bruder, was du vertrauen lässt. Bet für mich, halt mich beten, ich will mich abnehmen. Lüge nicht länger. Wenn du nur noch lügen wirst, dann kommst du wieder rauf. Wenn du noch kommst, mit lügen, das ist nicht mehr, du gehst wieder rauf. So, ich freue mich, dass wir haben können, das wird von der wir hören, dass der Herr auch könnte uns reden. Und mein Verlangen ist, dass wir wollen wirklich heute sein. Ich will kein Tausend kalt sein. Das ist zu schwer. Aber heute sein werden. Und nicht wahr. Wenn dann hier, wie was der Herr sagt, dann wollte ich lieber einmal mitspielen. Wenn das als mit Hammer klickt, dort bleiben wir an mir. So, muss der Herr das segnen. Wir haben noch einmal Stunden zu gehen.
Bruder Gott im Himmel, wir danken dich von ganzem Herzen für die Wort, wir danken dich für das. Du hast eine eben so eine richtige, wertvolle Botschaft. Und wir können von dir aus Kinder Gottes uns ermutigen, dass wir uns können trösten von dem Wort, dass wir uns können wirklich abfrischen lassen, Herr. Schenk dir jeder Säule, wo du ein Verlangen hast, nach dir zu kommen. Erstens, die wird verloren sein, wo die noch nicht eingenommen haben, Herr. Bete ich, dass die möchten gerne nach dir kommen, dass die wollen fängen, Herr. Schenk, dass die Jungen aufgehen, da verschiedenste Dinge, die nicht passieren, dass du wollen meine Menschen können zum Glauben kommen und wirklich die wieder verkündigen. Aber Herr, so bete ich auch für uns Christen, wie der Kinder Gottes sein. Herr, das weil wir uns so sehr leicht, dass wir uns von die Jungen verblenden von irgendwelchen Dingen. Erstens, als es so sehr leicht, alle News überkicken, weil dort stimmt ja doch rein, alle, was du bist. So, weil ich finde uns anbilden. Aber Herr, ich sage, du gehst keine gerade lesen aus den News und vielleicht auch keine gerade Wahrheit. Aber dem wird es dann noch einmal ewig alles. Herr, lasst uns nicht, dass dort einmal von der Bibel vergeten, dass wir wollen glauben, dass alle News, oder alle Audios, die dran geschickt wurden, was der beste Mensch abgemerkt hat, eine ganze Welt, dass wir nicht bei den Worten anschlugen und dort drehen und von der Bibel vergeten haben. Schenkt, dass wir als Kinder Gottes können wirklich den Wort so rückbringen, dass das stimmt mit dort, was du und die Propheten Daniel nennen, die was wir hier abgeschrieben haben, das soll immer stimmen und das soll kein anderes verbreitet werden. Schenkt, dass wir wollen uns befriedigen mit den Yes und dass wir uns nicht wollen abreden, sondern wir wollen dort tun, was du von uns verlangst, und segnen jedem einen, der hier tau ist, und segnen jedem einen, der sich dort von dir auf Tisch übergehört, dass du was kann, wirklich sich dort wundern und die Kinder Gottes, aber so und der Anleitung. Herr, wir loben und preisen dich für alles. Amen. Amen. Tür, Sünder lässt du
Ja, was würdet ihr tun, wenn ihr wollten in dieser Welt, wenn ihr hier blieben, würden sie mir umbringen? Ach, weil würde diese Stadt verloten, nicht? Wir würden vielleicht irgendwo hinfahren, vielleicht in ein anderes Land reisen, wir würden uns verstoppen. Aber was tut Jesus? Weißt du, von der fängt die letzte Welt an, das ist die Karwoche, nennt man das. Und das ist die letzte Welt, was Jesus auf diese Erde wird, bevor er jetzt richtig wird. Eigentlich muss wir sein, sogar die letzte 5 durch, wenn es von der erste Einzug in Jerusalem, wo Jesus auf dem Esel in Jerusalem treten dort. Mir ist es interessant, wenn wir in Johannes Kapitel 12 checken zum Beispiel, da sehen wir, dort saß durch, also Kapitel 12, Vers 1, dass Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Jesus kam in Bethanien und das ist der Gegend, wo sie eigentlich, also das Judäa, das ist das Gebiet von Jerusalem, wo sie eigentlich wollen umbringen, wo sie wollen töten. Und heute kommt dann seine Freund, und unter anderem ist das Lazarus, was er abgeweiht hat im 11. Kapitel, und auch die 2 Schwestern, die Martha und Maria. Und Jesus durfte da bleiben bei dem und hat da einen Ungast. Und während diesem Ungast, da kam Maria und das sagt am de Feutsalben, und wir kennen die Geschichte, wir haben da in der Bibel schon durchgenommen, wo die andere Juden und die Jünger auch, besonders Judas, so ja anwältig darüber worden und sagen, das Geld kann man doch, oder diesem Salbe, die kann man doch vertäuben und das Geld kann man für Arme brocken und so weiter. Und Jesus sagt, dort der Dienst, der sagt, sei haftet ihr dann einen Termin im Begräbnis. Jesus wusste kreit, an diese Welt, an der kommende Welt, wollen sie mich anbringen, wollen sie mich richten, und doch jent wir diesen Wasch. In kreit am Sonntag, das ist der nächste Tag, das wird von der wird sein, der Sonntag, so erst Jesus auf dem Wasch, und er sitzt in der Jena, sagt in der Jena, sie sollen gehen und unter Darb da, und da holen sie einen Esel, und Jesus setzt sich auf diesem Esel, und er geht mit diesem Esel in Jerusalem reden. Und wir wollten dort, dass viele Menschen kommen, sie deuten die Palmenzweigen auf dem Waschlein, ihre Kleiderhandlein. Und sie röpten dort, was eigentlich gesagt worden ist, durch den Propheten Zacharia in Kapitel 9, Vers 9, da heißt: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einer Jungen der Eselin. Und das Kreuz da, was sich hier erfällen, Jesus der Ritt an Jerusalem nennen, mit diesem Falmtje von dem Esel. Und jetzt kommt er nennen, und die Menschen, die röpen alle und jubeln und sagen, Hosanna, den, der da kommt, hat also viel heute, rat uns nu, rat uns, du beste Messias. Und somit kommt Jesus da an Jerusalem nennen, wo sich das letzte Mal anbeuten wird als ein König. Und die Menschen sind begeistert davon. Weil wir sollen in Jesus, der sitzt von einer ganz anderen Seite. Sogar aus heute in Jerusalem, die Spiele, da fängt er an zu rohren und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn der dort merkt, all die Propheten und all die, wenn dem sie gesandt sind, wie viel Mal haben ihr wollt Töpfsammeln, aus einer Hahn, ihre Titel Töpfsammeln und ihre Pflichten, aber du hast nicht gewollt. Und dann sagt Jesus, dass gerecht verab, dass Jerusalem wird verstiert worden. In Luther sagen wir, das geht gar nicht lang, 5 Jahre Luther, da schrieb die ganze Menge, was hier Hosanna schrien, schrieb er, Zrizam. Wasch mit an. Ich frage mich, kriegt mir in dieser Zeit, ich denke, dass es Zeiten in unserem Leben, wo wir so doll abweichen können. Vielleicht ist diese Zeit, diese Corona-Zeit hier kriegt, wo wir so bedrängt sind und uns nicht versammeln können. Auch so eine Zeit, wo wir vielleicht so ein bisschen abwarten, abchecken. Wir hören viele Botschaften davon, Jesus Bild war da, und viele von uns warten ab. Und wir wurden vielleicht von der auch alle schrien, Hosanna, Herr, rat uns nu. Wir sind nur heute, wir wollen die annehmen, wir wollen die als König haben. Aber ich frage mich, wie lange wird das anhören? 3 Wochen Luther vielleicht, oder 1 Monat Luther, wo wir vielleicht uns versammeln können, aus Emma. Und dann fängt das wahre an, dass alle leben, wir kommen nicht mal einmal zum Gottesdienst, wir sind nicht mal einmal dabei, uns fängt an dünn zu werden. Jesus ist nicht gekommen, er ist noch nicht passiert, er ist immer so geblieben aus einmal. Und einmal haben wir vielleicht so eine Abweitung gehabt, ein Abtreten gehabt, und was wollen wir dünnen? Wo wir wach bleiben, oder wo wir vielleicht doch nur geben, und worden am Bild sein, nee, das ist doch nicht so, und wir können uns Leben wiederleben. Das fragt mich, wo wir auch so umdrehen als die Juden, dass wir ein paar Jahre Luther waren und schrien, Zrizia, mein Bruck am nicht. Das steht mir an meine Schaft, das steht mir an meine freie Zeit, das steht mir an allem, was ich tue. Liebe Schwester, ich wünsche, dass das nicht so bei uns soll sein. Wir kennen Jesus, wir wollten, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen. Und ich wünsche, dass diese Corona-Krise uns ein bisschen abweichen wird, ein bisschen abrütteln wird. Dass das nicht so eine Karte Zeit ist, was uns nur bloß ein bisschen abweichen wird, sondern dass es für uns unhüllend ist. Dass wir blieben an dem und dass wir wirklich wieder dem Herrn auch
treu bleiben. So ist Thomas, als Jesus in Kapitel 11 zu Jena sagt, wer wir in Judäa gehen, wo sie am 13 wohnen, da sagt Thomas, wer wir mit am Met gehen, mit am Teub sterben. Mochte Herr schenken, dass wir diese Einstellung können haben, mit Jesus mit zu gehen, mit am Reutsen zu sterben. Mochte Herr in Sehen, dass kommende wird, die Bekanntmerkung war, dass die Brudergruppe wiedergeben, und nu wünsche ich allen einen schönen, gesegenen Sonntag. Mochte Herr in allen sehen.